il rumore della festa. Helme sind für uns Motorradfahrer wie die Handtasche für die Damenwelt. Und mir hat es ein Helm gerade besonders angetan, der AGV X3000. Ein Replika-Helm, der perfekt zu meiner R90 passt. Ich fahre ja aktuell den K6 von AGV. Den Bericht darüber könnt ihr übrigens hier oben sehen. Ja, und bin mit dem echt super zufrieden. Aber der X3000, der passt halt ja noch ein bisschen besser zur R90. Ja, AGV 1947 gegründet, erwarb sich übrigens schnell einen Ruf für besondere Designs und hochwertige Materialien, die ja oft auf der Rennstrecke getestet wurden. Und so auch der X3000. Was der Helm kann, wie die Qualität ist und ein Fahrtest. All das jetzt. So, dann schauen wir mal, was hier in der Kiste drin ist. Ein Paket aus Italien hat mich erreicht und ich freue mich schon. AGV Legends, aus genau dieser Reihe ist der Helm und die Verpackung zeigt das auch schon so ein bisschen. Hier seht ihr auch Retro-Style. Dann gucken wir gleich mal rein, was es hier so alles gibt. So, fangen wir mal an und holen den Hauptdarsteller dieses Videos heraus. Den X3000. Den stellen wir mal schnell hier vorne hin. Was ist hier noch in der Box drin? Bedienungsanleitungen. Das. Genau. Dann können wir das Ganze wieder zumachen und widmen uns jetzt mal dem X3000. Da ist er. Wie, ja, üblich bei AGV, bei den höherpreisigen Modellen aus dem Qualitäts-Premium-Segment. Eine schöne Verpackung. Der Stoff fühlt sich sehr gut an. Hier unten mit dem Auf- und Öffnungssystem, dass man gut an den Helm rankommt. Das geht auch super easy. Ist ein Beutel für die Winterzeit. Als Tragetasche sicherlich nicht zu nutzen. So, da ist er jetzt. Der X3000. Und was mir als allererstes schon mal auffällt, 1350 Gramm aus Fiberglas gefertigt, ja, und was ich schon gesagt habe, Teil von AGVs Legends Kollektion. Natürlich hat er die ECE-Norm, das seht ihr übrigens bei Helmen immer hier am Kinnpolster oder im Innenbereich da steht's E3. Klar, aber das erwartet man ja auch. Die Innenschale besteht aus EPS in 3 verschiedenen Dichten, ja, um Stöße optimal abzufangen. Man sieht das ist wirklich, wenn man jetzt mal vergleicht mit dem K6, das sind 2 Helme aus verschiedenen Zeiten. Aber die Farbe passt halt gut zu meiner Pure und hier nur mit schwarzen Akzenten. Es gibt unzählige Designs, wirklich richtig klasse, bunt, mit Trikolore, alles dabei. 1350 Gramm, das merkt man, das ist echt leicht. Hier mein K6 um die 1200. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die 100 Gramm oder 150 Gramm merke, vielleicht minimal. Ja, je nachdem, für was für ein Design ihr euch entscheidet, liegt der UVP bei AGV für den X3000 zwischen 389 und 710 Euro. Bei meinem Modell bei 459,95 Euro. Lohnenswert ist echt ein Blick ins Internet, denn da bekommt ihr den X3000 oft deutlich günstiger. Größen ja von XS, S, MS über MLL bis zu XL und sogar XXL ist alles dabei. Schauen wir uns mal hier diesen Visiermechanismus an. Der ist ganz klasse gelöst, nämlich auf der linken Seite gibt es einen Magnetverschluss, Visier runter und fest. Man muss nichts klicken, gar nichts. Hier toll verarbeitet, der Visiermechanismus sieht auch sehr edel aus und ihr habt verschiedene Rasterungen. Einmal ganz oben, dann einmal halb, hier nochmal die Zwischenlösung zu und ganz runter dann klickt der Magnetverschluss automatisch rein. Ventilation, da gibt es hier keine modernen Klappmechanismen und Schalter, sondern es gibt einen ganz einfachen linke Seite aufmachen. Hier oben Wind, Luft
Einlass. Das geht dann durch verschiedene Kanäle in der EPS-Schale nach hinten. Und oben seht ihr, wenn das Visier geschlossen ist, dichtet das schön ab und der Wind geht durch. Und öffnen, beziehungsweise wenn ihr kein Mal ohne Wind fahren wollt, habt ihr hier so ein extra Zubehörteil dabei. Das kann man im Helm auch integrieren. Da gibt es so eine Verstauungsmöglichkeit. Das kommt oben rauf. Das ist simpel, aber ich sag mal retromäßig. Schauen wir uns den Innenraum mal an und der gefällt mir ausgesprochen gut. Allein schon, ja, zum einen von der Haptik. Die Polster sind sehr fest. Das fühlt sich auch qualitativ echt toll an, aber dann auch Geruchssinn. Wir haben hier nämlich eine Kombination aus Velourleder, das mit echtem Leder veredelt ist. Ganz klar, all das, die Polster abnehmbar, waschbar und atmungsaktiv. Ja, hier schaut mal, hier drin reingenäht, gestickt AGV Legends. Das gefällt mir gut. Also das ist schon was für so, hier auch beim Leder geprägt und es riecht super lecker. Ja, das ist er, der AGV X3000 und jetzt habe ich richtig Lust, das Ding mal zu fahren. So, eins muss man auf jeden Fall schon mal sagen, das Ding passt, der X3000 von AGV, perfekt zum Heritage Bike, zu Klassikern. Das ist ja auch, sage ich mal, die Zielgruppe. 60er, 70er Jahre, Agostini. Der Sitzkomfort von der ersten Sekunde an Top 1 plus. Man merkt auch richtig jetzt, der ist ganz frisch. Der Geruch vom Leder, das ist kein Plastik. Die Wangenpolster sitzen super, super toll. Also das ist sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Sehr angenehm. Und klar, wie ich es vorhin schon gesagt habe in den Daten, 1350 Gramm in einer der kleineren Schalengrößen ist natürlich super. Das ist nicht viel. Mein AGV K6, okay, der ist Gewichtsmeister für mich mit 1200 Gramm. Aber 1350 ist schon echt toll. Und das merkt man auch jetzt hier so in den Bewegungen ganz leicht. Jetzt fahre ich gerade mal um die 30, 40, kann zum Wind noch nicht so viel sagen, das kommt gleich. Aber ich muss sagen, jetzt schon, ich habe ja auch einen Helmvergleich gemacht, Preiswerthelme, Mittelklasse und so weiter. Da habe ich schon bei diesem Tempo ganz andere Windgeräusche gehabt. Könnt ihr euch übrigens da oben anschauen. Ja, Visier lässt sich super leicht öffnen, einstellbar in verschiedenen Stufen. Und auf dieser Seite hier einen Klick, fertig. Dann ist es wirklich fest. Ganz klasse, einen Pinlock habe ich nicht drauf. Und jetzt so im Herbst bei den Temperaturen habe ich es schon oft, dass jetzt schon das Beschlagen beginnt. Aber das Belüftungssystem hier, ich habe es euch ja vorhin gezeigt, oben und dann gibt es so Kanäle nach hinten zum Luftauslass, funktioniert wunderbar. Dann will ich doch jetzt aber mal wirklich sehen, wie gut verträgt er X3000 Wind, Windgeräusche, Aerodynamik. Ich mache mal das Visier ganz zu. Genau. Also Drehbewegung rechts, links. Ihr könnt es ja immer ganz gut hören, da das Mikrofon ja im Helm ist. Was sich hier ändert, das ist nicht viel. Ungefähr 100 km/h. Nach unten, nach oben. Da zieht nichts, da quietscht nichts. Und es ruppelt auch nicht. Ja? Also es zerrt hier nicht am Kopf oder am Helm durch den Wind jetzt. Kommen wir zum Blickfeld. Auch hier muss ich sagen, sehr ordentlich. Ganz großes, weites Blickfeld. Auch rechts, nach rechts und links. Wenn ich einfach nur so die Augen so ein bisschen drehe nach links oder nach rechts. Tolles Blickfeld. So, jetzt habe ich das Visier mal aufgemacht. Worauf ihr natürlich verzichten müsst, ganz klar, sind jetzt
irgendwie große Einstellungsmöglichkeiten. Hier ein Regler für eine Kinnbelüftung, oben ein Regler. Es gibt einmal hier oben die Belüftungsgeschichte. Das wird durch die Kanäle im Inneren des Helms, durch die Schale nach hinten geleitet und das war's. Da habt ihr auch jetzt keinen Schieberegler oder sonstiges. Ich mache den Helm mal wieder zu, dass ihr mich besser verstehen könnt. Sondern diesen Gummipropfen, den man im Helm dann zwischenlagern kann in so einer kleinen Mulde. Und der kommt drauf oder er kommt halt nicht drauf. Das war's. Mir macht der richtig Spaß beim Tragen, das muss ich wirklich sagen, weil der unheimlich bequem ist. Und was mich wirklich wundert, obwohl ich keinen Pinlock montiert habe und ich hier keinen Pinlock am Visier habe, was ich vorhin gesagt habe, nichts in Sachen Beschlag. Und wir haben es noch ein bisschen kühl, die Sonne steht tief, ja. Da beschlägt so manch ein anderer Helm viel, viel mehr, also tolle Belüftung. Eine tadellose Verarbeitung, viele verschiedene Designs, also teils in ganz tollen, limitierten Editionen und natürlich alle wichtigen Sicherheitsmerkmale wie die ECE-Norm. Na klar, der X3000 hat mir ja schon bei der ersten Fahrt richtig gut gefallen. Obwohl er kein Hightech-Windkanalhelm ist, wie hier der K6 oder von AGV der Pista GP R. Ja, sind die Fahrgeräusche sehr angenehm, selbst bei Autobahntempo. Auch die Aerodynamik stimmt, der Helm liegt gut im Fahrtwind. Der X3000 ist ein Helm für alle Biker, ja, was soll ich sagen, die einen passenden Kopfschuss für ihre Heritage- oder Retro-Bikes suchen. Aber er passt halt auch auf ein modernes Motorrad, eine Scrambler oder ein Naked-Bike echt recht gut. Ich werde ihn im Wechsel mit meinem K6 nutzen und freue mich schon auf die kommenden Fahrten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne ein Abo, wenn ihr informiert werden wollt, was es auf Bike4Fun gibt, und einen Daumen hoch, da freue ich mich. Bis bald. Grüße aus der Hauptstadt.